Tagelanger heftiger Regen an der Grenze zwischen Tansania und Kenia verwandelte einen kleinen Bach in eine reißende Flut. Das Gras war überschwemmt, die Antilopen waren verstreut und der Schlamm rollte wie das Maul eines riesigen, hungrigen Tieres. Das Katastrophenwarnsystem heulte laut, doch die dunklen Wolken zogen immer weiter auf und Blitze zuckten wie elektrische Peitschen über den Himmel. Die Ranger des Reservats richteten Feldstationen ein, teilten die Patrouillenrouten auf und riefen weitere Freiwillige auf, Rettungsausrüstung mitzubringen. David Okoro, das erfahrenste Mitglied des Teams, wurde beauftragt, das normalerweise ruhige Flussbett zu untersuchen, das nun ungewöhnlich schnell floss. Das trübe rote Wasser trug abgebrochene Äste und scharfe Steine mit sich und bedrohte jedes Lebewesen, das nicht entkommen konnte. Die Atmosphäre war angespannt und bedrückt, allen war klar, dass schon ein kleiner Fehler ihr Leben kosten könnte. Durch den stechenden Regen hörte David ein schwaches, heiseres Brüllen aus dem tiefen Schlammloch, wie einen Hilferuf. Er hielt an, signalisierte, den Motor abzustellen, und lauschte den Geräuschen, die halb vom Wind und Regen verschluckt wurden. David funkte Verstärkung an und forderte Festmacherleinen, Klappspaten, Wärmedecken und wasserdichte Ersatzfunkgeräte an. Sie wateten durch den lockeren Schlamm und folgten dem Brüllen, das zwischen dem weißen Regen und den herabgefallenen Ästen verklang. Schließlich fand das Team eine junge Löwin, die im Labyrinth der Baumwurzeln feststeckte und aus der nur noch Kopf und Schultern herausragten. Seine Augen waren trüb und müde, aber als er die orangefarbenen Warnwesten sah, blitzte ein schwacher Hoffnungsschimmer auf. David kniete nieder und streckte seine Hand aus, ohne die Sicherheitsbarriere zu überschreiten, damit sie sich an den menschlichen Geruch gewöhnen konnte. Er forderte alle auf, den richtigen Abstand einzuhalten, um zu vermeiden, dass das Tier sich wehrt und noch mehr Schlamm einsinkt. Der Regen strömte weiter, das Wasser floss schnell, als wolle es alle Anstrengungen verschlingen und jeden Schritt zu einem Glücksspiel machen. Ein Ranger rutschte aus, David zog ihn zurück, das ganze Team war außer Atem, aber entschlossen, nicht auf halbem Weg aufzugeben. Er beobachtete das Gelände sorgfältig und wählte einen Punkt, an dem er den Ankerpfahl an einem großen Baumstamm anbringen wollte, der nicht vom Wasser erodiert war. Der Löwe schnappte nach Luft, Schaum floss aus seinem Maul und bei jeder Bewegung zuckte sein Fleisch vor Schmerz und Kälte. David sprach leise durch die Regenmaske, als würde er ein Versprechen senden: Wir sind hier, um dich hier rauszuholen. Das Team rückte aus, Seile wurden um Baumwurzeln gebunden, alles war bereit für eine lebensbedrohliche Rettung. David rutschte zuerst hinunter, befestigte die Sicherheitsschnalle am Gürtel und fädelte das Seil unter dem schlammigen Bauch des Löwen hindurch. Der Schlamm war glitschig und schnitt ihnen in die Hände wie Sandpapier, und jeder Zentimeter, den sie zurückeroberten, drohte vom Wasser weggespült zu werden. Er sprach ruhig und leise, um die Zuhörer zu beruhigen und zu vermeiden, dass Vibrationen entstehen, die den losen Schlamm zum Einsturz bringen würden. Der Löwe brüllte leise vor Schmerz und war dann für einige Sekunden ohnmächtig. David überprüfte schnell seine Atmung, bevor er fortfuhr. Plötzlich fiel ein schwerer Ast herunter, streifte seine Schulter und blieb glücklicherweise am Ankerseil hängen. Das ganze Team schrie im Chor, spannte das Hauptseil, lockerte das Nebenseil und grub mit Schaufeln Entwässerungsgräben um das Loch. Das Wasser strömte zurück und spülte Müll mit sich, sodass sie eine provisorische Barriere aus Sandsäcken errichteten, die sie von einem weiter oben liegenden Kleinlaster mitgenommen hatten. David schob die Plane unter den Bauch des Tieres, um den Druck zu verringern und ein Reißen der Haut zu vermeiden, als er es von der scharfen Schlammkante hochzog. Die Zeit zerrt an den körperlichen Kräften, Schweiß vermischt sich mit Regen, jedermanns Augen brennen vom Schlamm und der Kälte. Eine Strömungsböe löste das Seil und sie verloren beinahe das Gleichgewicht, doch David gelang es, das zweite Schloss einzusetzen. Zentimeter für Zentimeter bewegte sich der schwere Körper des Löwen aus dem Loch, Schlamm fiel in Brocken und gab den Blick auf ein blutendes Hinterbein frei. Er gab Lina ein Zeichen, damit sie aufhören konnte, damit sie es vorübergehend mit sauberem Wasser und Verbänden desinfizieren konnte, und fuhr dann mit dem Gesang im vertrauten Rhythmus fort.
3 Stunden vergingen wie 3 Tage, und schließlich schafften es seine Schulter und sein Rücken, die große Baumwurzel zu überwinden, die ihm den Weg versperrte. David wiegte seinen Kopf und stützte ihn mit seinen Armen, während der Regen den Schlamm wegspülte und seinen Atem beruhigte. Sie deckten ihn mit einer Decke zu, um ihn warm zu halten, setzten ihm einen Augenschutz auf, reduzierten die Stimulation und überprüften seinen Puls mit einem Handmessgerät. Ein Rettungshubschrauber der Provinz landete auf dem offenen Feld, das Kabel wurde schnell heruntergelassen und eine Spezialtrage an den Rand des Schlamms gebracht. David beobachtete, wie es sicher angebunden wurde. Die Augen des Tieres waren halb geöffnet und spiegelten die Gestalt wider, die sich näher beugte, um beruhigende Worte zu sprechen. Als die Trage vom Boden gehoben wurde, brach Jubel aus, der zwar nicht ausreichte, um den Regen zu übertönen, aber ausreichte, um die erschöpften Herzen zu erwärmen. Der Löwe wurde mit dem Hubschrauber zum Arusha Wildlife Conservation Center geflogen, wo der Operationssaal die ganze Nacht über beleuchtet blieb. Die Tierärztin Dr. Lina Mbeki nahm den Patienten auf, verschrieb ihm Schmerzmittel, intravenöse Flüssigkeiten, Antibiotika und untersuchte ihn auf Muskel-Skelettschäden. Die tiefe Schnittwunde am Hinterbein wurde durch einen scharfen Ast verursacht und verursachte ein ausgedehntes Hämatom. Sie nähte geschickt jede Schicht des schmutzigen, nekrotischen Gewebes. David stand vor dem Glasraum, umklammerte mit den Händen die Tischkante und lauschte dem stetigen Piepen des Herzmonitors. Die Operation dauerte bis zum Morgengrauen. Lina atmete erleichtert auf, als sich ihr Puls stabilisierte, ihre Temperatur leicht anstieg und ihre Augenreflexe zurückkehrten. Der Himmel klarte auf und der Regen hörte auf. David holte eine trockene Decke und legte sie neben den Reanimationskäfig, ohne den Blick von dem besonderen Patienten abzuwenden. Nachts öffnete Nuro die Augen, seine Pupillen verengten sich leicht, als er Schritte hörte. David rief leise, seine Stimme warm und langsam. Lina kam lächelnd herüber und sagte, dass es sehr gute Chancen hätte, wenn es weiter esse und in ein paar Tagen aufstünde. Am zweiten Tag leckte es ein paar Tropfen Wasser und aß dann kleine Fleischstücke. Das ganze Team atmete erleichtert auf, als hätten sie gerade die Grenze überquert. David trocknete das verklumpte Fell um die Nähte, wechselte die Verbände wie angewiesen und sprach mit geduldigem Flüstern. Die Nachricht von der Rettung wurde in den sozialen Medien veröffentlicht und es gingen tausende Glückwünsche ein, was dem Rettungsteam Auftrieb gab. Am 3. Tag hatte Nuro Mühe, aufzustehen, seine Beine zitterten. David hielt ihn sanft über die Mauer, damit er das Anlehnen ohne Schmerzen üben konnte. Lina machte sich sorgfältig Notizen, die Wunde reagierte gut, keine Infektion, die Atmung vertiefte sich, sie vereinbarte einen Folgetermin zum Nähen. Letzte Woche lief Nuro im Trainingsgehege auf und ab und spitzte die Ohren, um dem rauschenden Wind draußen vor den Akazienbäumen zu lauschen. Lina legte ihre Hand auf Davids Schulter und flüsterte, wir bereiten uns auf den Tag vor, an dem er in vertraute Gefilde zurückkehrt. 3 Wochen später erholte sich Nuro stetig, der Morgenhimmel war klar, der trockene Wind trug den Geruch neuer Erde nach der langen Regenzeit mit sich. Das Rettungsteam brachte es zurück in den alten Wald, das Bachbett war ruhig, an den Ufern sprossen neue Gräser, die grün im Sonnenlicht schimmerten. David brachte als stillen Gruß vor dem Abschied die alte Decke mit, die es im kalten Regen zugedeckt hatte. Als sich die Käfigtür öffnete, hielt Nuro inne, seine tiefgründigen Augen blickten sich um, atmeten den Duft von Wind und Erde ein und lauschten dem Summen der Insekten. Er trat einen Schritt vor, nickte leicht und flüsterte, geh, dieser Ort gehört dir, hab keine Angst mehr. Nuro stieg aus dem Käfig, sein Fell glänzte, seine Nähte waren verheilt, seine Schritte waren noch immer vorsichtig, aber in einem selbstbewussten Rhythmus. Der Wind wehte durch die Akazienbäume, die Blätter raschelten wie klatschende Hände und der Himmel öffnete allmählich ruhig seine blaue Kuppel. Es hob den Kopf und stieß ein langgezogenes Brüllen aus, das über das nasse Gras hallte und sich nach Tagen aus Schlamm und Überschwemmung im weiten Himmel auflöste. David stand still, seine Hand hielt das alte Seil, und der Sieg des Guten über die Katastrophe erwärmte sein Herz. Lina hielt diesen Moment fest, als das Morgenlicht hindurchschien und den Tau auf Nuros Schnurrbart in kleine Kristalle verwandelte.
Das Bild verbreitete sich in den sozialen Medien und führte zu Spenden an den Rettungsfonds, der bei der Ausbildung weiterer Ersthelferteams hilft. Nuro entfernte sich immer weiter, blieb auf einem hohen Hügel stehen und blickte einmal zurück, als wolle er sich die Bilder der Menschen einprägen, die ihn gerettet hatten. David flüsterte Lina zu: Inmitten von Schlamm und Flut lernen wir, geduldig zu sein und den zarten Atem des Lebens zu hören. Er faltete die alte Decke zusammen und legte sie als Andenken in den Kofferraum. Der Motor heulte, die schlammige Straße war etwas getrocknet. In der Ferne erstreckten sich die Graslandschaften bis zum Horizont. Vor dem goldenen Hintergrund der Morgendämmerung verschmolz Nuros Silhouette mit Freiheit und Frieden. Als das Auto wegfuhr, blickte David durch das Fenster zurück und sah Nuros Fußabdrücke, die tief in die nasse Erde eingeprägt waren, gerade und stolz. Lina sagte leise: Nicht jedes Lebewesen bekommt eine zweite Chance, aber heute haben wir ihm diese gegeben. Am Himmel erschien nach dem Regen ein Regenbogen, dessen Licht glitzernd auf dem noch nassen Boden reflektiert wurde. David lächelte, ein fernes Brüllen hallte in seinem Herzen wider, wie ein Gruß der Natur an gütige Herzen. Die Straße vor uns öffnet sich in der Morgensonne, wo Menschen und Tiere nach den dunklen Tagen des Schlamms und der Überschwemmung wieder Glauben finden.